Zweiter Tag, Messetag. Ja, wir schreiben den 5. September 2020. Wir sind auf der Caravan Expo in Düsseldorf und hier steht er, der Van 650 MEG. Und wir haben einen Spezialisten mit dabei, der wird uns das Fahrzeug gleich mal erklären, denn es gibt einiges zu berichten über das Fahrzeug. Ihr habt es designt im Heck. Du sagst, er ist größer, innen wie außen. Genau, das ist der Van TI von Knaus, ein nagelneues Modell. Und der hat wirklich sehr, sehr viele pfiffige Ideen. Und er hat ein herausragendes Design. Und das fängt hinten an, am Heck. Und zwar ist das Fahrzeug deshalb innen größer als außen, weil wir erstmals den Heckleuchtenträger, der normalerweise bei Fahrzeugen wie diesen hier aufgesetzt ist, also an das Heck dran gesetzt ist. Und wir haben jetzt bei diesem Modell den Heckleuchtenträger in das dreidimensionale Heck integrieren können. Und dadurch gewinnen wir entscheidende 9 cm mehr im Innenraum. Und da zählt wirklich jeder Zentimeter. Also 9 cm, das ist schon richtig viel. Das klingt jetzt so wenig, aber in der Praxis macht das viel aus. Genau, das sind genau die 9 cm, die es uns ermöglichen, dass zum Beispiel die Längsbetten hinten 2 Meter lang sind. Beide. Ich sag das mal kurz von innen. Das Thema Reparatur ist trotzdem noch leicht zu machen. Das war ja vorher immer so ein bisschen, wenn die aufgesetzt waren, da war mal so ein Schaden dran und so weiter. Das ist hier genauso? Das ist auch natürlich alles wechselbar. Die Teile sind angeschraubt und insofern ändert sich da nichts. Aber es sieht eben viel automotiver aus und der entscheidende Platzgewinn im Innenraum ist halt der wesentliche Punkt bei dem Fahrzeug. Ja, ganz großes Thema ist der Kampf natürlich um Marktanteile. Knaus ist gut dabei, oder? Ja, wir sind sehr, sehr gut dabei. Wir sind die Nummer 3 in Europa. Wir haben im vergangenen Jahr allein 26.000 Fahrzeuge gefertigt. Und klar, was sind jetzt die Trends? Im Moment sehr kompakte Fahrzeuge, CUVs, Caravaning Utility Vehicles. Aber natürlich auch diese klassischen teilintegrierten, die man wie hier an dem Van TI sehr gut erkennen kann. Den Aufbau von uns haben und das Fahrerhaus mit den Türen ist noch vom Chassishersteller. Daran erkennt man den teilintegrierten. Ja, ihr habt viel gelernt aus dem Wohnwagenbau. Das heißt, Knaus gibt es ja nicht erst seit gestern. Genau, wir feiern in diesem Jahr 60 Jahre Knaus und Knaus steht immer auch für Innovation und das ist zum Beispiel eine Innovation. Bei konventionellen Reisemobilen sind die Gasflaschen, die beiden hintereinander montiert, was immer ein bisschen fummelig ist, wenn du hinten dann die Flasche wechseln musst. Hier haben wir breitere Gaskastentür und die Flaschen stehen nebeneinander, lassen sich also leichter rein- und rausladen und bedienen. Innen drin zum Beispiel haben wir eine Halterung für eine Kaffeemaschine extra aufgebaut. Entschuldigung. Sag das mal gerade, hier vorne ist sie drin. Wenn du nach rechts machst, siehst du das, rechts oben? Rechts oben ist, ach da. Hier haben wir Platz für die Kapselmaschine, sehen sogar die Halterungen für die Kapseln. Und es geht noch weiter. Wir haben zum Beispiel, wenn du hier mal drüber fasst über diese... Warte mal, ich mach das mal gerade. Ich zeig mal ganz kurz vorne, dass die Leute mal gerade sehen. Also das System ist ja bei allen Teilintegrierten das gleiche auf, ich sag mal, Ducato-Basis. Du hast vorne Sitze, die kannst du drehen. Genau. Und das erweitert den Raum. Ja. Patricia, komm mal kurz rein, denn wir werden einmal kurz Probe sitzen. Sie war mittlerweile schon in rund 15 Fahrzeugen, hat Probe gesessen. Und Fiat Ducato kennst du schon, gell? Ja, stimmt. Aber hier sitzt man auch wieder sehr bequem. Also ich könnte hier, glaube ich, stundenlang sitzen. Du bist 23, das Polsterdesign, passt das? Ja, also durch das Grau wirkt es auch sehr modern. Warum nicht? Das ist so der Möbel, ich sag mal, die Möbelindustrie gibt vieles vor, oder? Nein, also wir beziehen die Sitze selber und das ist unser Design. Nee, ich meine nur das Design. Wenn man irgendwas sieht, Trends in der Möbelindustrie, die aus Italien kommen, klar, da schaut ihr hin, oder? Unsere Produktmanager informieren sich gerade natürlich Möbelmessen, Designmessen, um dann auch da Inspirationen zu bekommen. Das ist die Tischplattenvergrößerung, damit eben auch, hier haben wir ja noch einen seitlichen Sitz. Das heißt, hier können ganz bequem 5 Leute essen. Also die ganze Familie? Genau. Ja, interessant. Du wolltest mal was zeigen hier vorne? Ja, dann haben wir, wenn du mal einmal so hier über die Garderobe fährst, dann merkst du schon, wie sich auch das Thema Haptik im Reisemobilbau verändert hat. Hier haben wir... Genau, gar kein Problem. Tauschen wir einfach? Das können Sie gerne machen. Kommen Sie mal nach vorne. Es ist umkämpft, das Fahrzeug. Das ist wirklich so. Der ist neu. Der ist neu, oder? Ja, ganz neu. Ist er schön für Sie? Ist sehr schön. Also sonst wären wir nicht hier und hätten uns angestanden. Ja, das ist so, man wartet hier schon eine halbe Stunde mal, oder? Viertelstunde, 20 Minuten war schon Wartezeit. Das ist ja fast wie im
Europapark so ein bisschen. Ist so. Aber es lohnt sich. Ja, wenn Sie mal nach vorne kommen, wir wollen Sie nicht behindern. Das Starke ist natürlich, man könnte ja einfach ja nur so 2 Haken dran machen, aber dann würden ja die Klamotten klappern und so weiter. Das sind so Kleinigkeiten, die machen es aus, oder? Genau, also hier sieht man die Liebe zum Detail. Das ist auch ein automotives Design, dieses profilierte, gummierte Material, das sich einfach gut anfühlt und die ganze Garderobe zu einer Einheit erst formt. Jetzt haben wir hier natürlich wieder die komplette Küche. Wir haben bei all unseren Fahrzeugen, weil wir gerade in der Küche sind, auch ganz wichtig, ein Wasserfiltersystem, BWT-Wasserfilter. Das ist serienmäßig drin bei all unseren Fahrzeugen, ob nun Knaus, Weinsberg, Tabbert oder Tepp. Und das filtert das Wasser gerade so in südeuropäischen Campingplätzen, wo man vielleicht nicht immer weiß, was da aus dem Wasserhahn kommt, hat man da eine gewisse Sicherheit. Das Bedienelement überwacht, steuert alle wesentlichen Funktionen. Ich kann hier die Batterie vom Fahrzeug, die Aufbaubatterien abfragen, ob die in Ordnung sind und geladen sind. Ich kann die Füllstände der Tanks, Grauwasser und Frischwasser abfragen und ich kann hier die Heizung und die Lichtschaltung steuern. Darf ich Sie mal fragen, ob das eine Option wäre für Sie? Was? Das Fahrzeug? Das Fahrzeug ist eine Option, ist eine von 3 Optionen, die wir uns hier angucken und dann schauen wir mal. Ist Knaus für Sie ein Begriff? Ist das Knaus ist seit Jahrzehnten für uns ein Begriff. Das erste Wohnmobil, was wir gemietet haben, war ein Knaus Traveler. Okay, prima. Ist das schön? Sehr schön, ja. Sehr schön. Prima. Ja, wir gehen mal kurz nach hinten. Der Fernseher ist genau an der richtigen Stelle. Super, weil für 2 Personen, man zieht noch ein bisschen raus. Das ist verschiebbar, okay, klasse. Ja, wir gehen mal ganz kurz dahin durch. Wir geben Gas, da können Sie rein. So, hier vorne ist es. Da vorne Kühlschrank. Haben wir hier noch einen Kühlschrank? Der ist Wahnsinn. Der ist so groß wie du wieder mal. Okay, das ist stark. Und da sieht man es. Auch hier wieder ein Eisfach. Und hier unten hat man wieder diese Schublade, da kann man wahrscheinlich wieder diese Gitterstäbe reinmachen. Genau, und Flaschen kann man reinmachen mit allem drum dran. Wir haben eine Genau. zentrale Lichtsteuerung drin, das ist auch sehr interessant. Genau, wir können hier auch verschiedene Lichtszenarien produzieren. Wir haben eine Ambientebeleuchtung und in der Regel ist die auch dimmbar. Das ist auch sehr praktisch, gerade für Geschirr. Achso, zum Abtropfen, oder? Ja. Prima, ja. Wir schauen mal gerade nach hinten. Leg dich mal hinten rein, bitte. Ja. 1,67 Meter ist sie groß. Studiert Journalismus und ist heute unser Testkaninchen im Bereich, wie gemütlich finde ich ein Wohnmobil. Ja, immer mehr junge Leute kaufen es, oder? Absolut, das erleben wir bei unserem Vermietservice Rent and Travel. Viele junge Leute mieten Fahrzeuge, probieren sie aus und das machen sie 1-2 Mal und dann kommt auch schon relativ schnell meist eine Kaufentscheidung. Das ist Hat so. auch echt viel Platz. Also Steckdosen, guck mal hinten für dein Handy, das kannst du ablegen. Da sind auch die richtigen Ladebuchsen mit drin. Ja, tatsächlich. Wenn man USB-C hat, gibt es ja Adapter, das ist ja immer mehr am Kommen, das ist kein Problem. Und wieder mal die zentrale Lichtsteuerung. Ich wollte gerade sagen, hier hat man noch eine Lichtsteuerung und hier unten drunter hat man, glaube ich, auch noch eine Ambientebeleuchtung, richtig? Das ist richtig, genau. Die wesentlichen Lichtfunktionen kann man immer auch vom Bett aus steuern, damit man nicht aufstehen muss. Aber die Leute das hier sehen mit der Lampe, das sind Messelampen, richtig? Das sind Messelampen, genau. Die machen wir rein hier, um das Fahrzeug schöner zu illuminieren. Letzte Frage, bevor wir das Bad sehen. Ist die Gardine für dich ansprechend? Das ist ja ein sehr, ich sag mal, interessantes Design. Könnte man ja austauschen, aber das macht es ein bisschen aus, oder? Nein, also natürlich kann man sich da individuell ausleben. Wir geben diese Designs, wir haben natürlich unterschiedliche Designlinien und da gibt es eine große Auswahl, da findet jeder das, was er mag. Ja, hier vorne ist noch eine Gardine, kann man zuziehen wie in First Class. Genau. Und wir schauen mal ganz kurz die Toilette, denn die ist sehr, sehr groß. Hier habe ich eine drehbare Toilette wieder für lange Beine. Genau, und auch hier ist wieder ein sehr nettes Gimmick. Wir haben sehr große Schränke und Wäscheschrank. Ja, also hier ist ein großer Wäscheschrank, da kann die Schmutzwäsche rein. Zusätzlich haben wir hier links noch Ablagen. Der Spiegel ist selbstverständlich auch zu öffnen. Und der Witz an diesem Bad ist, das ist ein Schwenkbad. Das heißt, wenn ich duschen möchte, klappe ich das zur Seite und habe eine komplette Duschkabine. Und wenn ich mir die Hände waschen möchte oder die Toilette benutze, klappe ich das zu und platzsparend eine Schiebetür. Ja, das heißt, hier wird kein Platz verschenkt und trotzdem kann ich das Badezimmer komplett abteilen. Das wird normalerweise nur in den hochwertigen Liner-Versionen verwendet, wie bei Morelo. Haben ganz viele Schiebetüren. Habt ihr jetzt im Knaus drin? Genau, das ist jetzt hier im Vansation, im Knaus Van TI, ein Novum für unsere Marke hier. So, wir gehen mal raus, denn die warten schon. Wir wollen ja nicht unhöflich sein. Haben schon die Zeit geklaut. Ja, die Schlange steht dran. Und hier vorne ist es der Van TI 650 MEG Vansation. Ja, jetzt zum Preis von 60.143 €. Das Basisfahrzeug 41.469 € und auf Basis von Fiat. Ja, ein echter
Hotseller. Im Prinzip ist es der Pepper von Knaus, haben die Leute gesagt. Ja, genau. Das ist das Fahrzeug der VanTi 650 MEG, hier als Sondermodell Vansation. Und das Fahrzeug liegt preislich exakt bei 51,5 und damit genauso günstig wie der Weinsberg Pepper, der ja das meistverkaufte Reisemobil Europas ist. Ja, Weinsberg gehört auch zu euch. Genau. Wir haben Knaus, Weinsberg, Tabat, Tepp und Morelo im Unternehmen. Ja, ihr habt die ganze Welt mittlerweile. Das heißt, Expansion ist das große Thema. Mittlerweile auch in Amerika erlebt man eure Marke. Ist das richtig? Nein, das ist nicht richtig. Noch nicht. Wir sind sehr, sehr gut in Deutschland und wir sind sehr, sehr gut in Europa. Und wir sind zum Beispiel auch sehr erfreulich in Südkorea vertreten. In Südkorea? Genau. Wie kommt's? Da verkaufen wir Wohnwagen. Das ist eine Caravaning-Nation. Ja, wir schauen mal ganz kurz. Da vorne ist es drin. Das ist alles mit drin. Eine ganz kurze Frage. Gibt es die Möglichkeit, eine Dieselheizung zu kriegen für das Fahrzeug? Optional? Nee, wir haben die elektrische Heizung bzw. die Gasheizung, die üblicherweise verbaut wird. Dieselheizungen verbauen wir in unseren CUVs, in unseren Caravaning Utility Vehicles. Also im Prinzip die Kastenwagen, richtig? Genau, die ausgebauten Kastenwagen. Da hat die Dieselheizung natürlich Vorteile, platzplanmäßig und eben auch, weil ich das Medium schon an Bord habe. Der Vorteil da ist dann, dass die Gasflasche für den Kocher relativ klein ist. Super. Ja, vielen, vielen Dank. Wenn Sie das Fahrzeug bestellen möchten, ist er verfügbar? Der ist verfügbar und kann ab sofort bestellt werden. Ja, Dankeschön. Tschüss. Danke auch.